Ich habe hier 420 Gramm Weizenmehl und davon nehme ich 2 Esslöffel und gebe es in eine kleine Schüssel mit 2 Esslöffel Zucker und etwa 7 Gramm Trockenhefe. Dazu kommen 100 Milliliter lauwarmes Wasser, also schön warm, aber nicht zu heiß. Gut verrühren und etwa 15 Minuten ruhen lassen, bis sich oben ein schöner Schaum bildet. Ich bin faul und arbeite mit der Küchenmaschine, aber per Hand geht's natürlich auch. In die Rührschüssel kommen den restlichen Mehl, einen Teelöffel Salz und etwa 25 Gramm weiche Butter. Die Hefemischung kommt direkt mit rein und ich schmeiße die Küchenmaschine mit den Teighaken auf die niedrigste Stufe für 2 Minuten. Jetzt 150 Milliliter lauwarmes Wasser schrittweise dazugeben, während die läuft. Ungefähr nach 2 Minuten erhöhe ich die Geschwindigkeit auf die zweite Stufe und lasse sie etwa 5 Minuten weiter kneten lassen. Wenn du nach 5 Minuten merkst, dass ein Teig nicht geschmeidig, sondern eher matschig aussieht, gib nicht sofort mehr Mehl dazu. Schalte die Maschine aus, lasse den Teig 10 Minuten ruhen und danach knete 2 Minuten weiter. Und wenn es danach immer noch nicht gut aussieht, dann kannst du 1 bis 2 Teelöffel Mehl dazugeben. Und das kannst du ruhig wiederholen, bis ein Teig geschmeidig aussieht. Falls du das Ganze per Hand machst, kein Ding. Mach eine Mulde ins Mehl, gieße die Hefemischung vorsichtig in die Mitte und arbeite alles langsam ein, während du das Wasser schrittweise dazu gibst. Während du das machst, gibst du die Butter in die Mitte. Wenn du in Mexiko das Wort Torta hörst und an Kuchen denkst, oh mein Freund, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Eine mexikanische Torta ist ein Sandwich, aber kein gewöhnliches Sandwich. Es ist ein Sandwich auf Steroiden, die Super Turbo Champion Edition des Brot Fast Foods. Dieses Brot nennt man Telera und wurde erschaffen, um maximal epische Füllungen für alle Tortas zu halten. Nun lassen wir den Teig ruhen, aber bevor der Teig ruhen darf, gebe ich einen Schuss Öl in die Schüssel, leg den Teig rein und drehe ihn ein paar Mal um, bis die Oberfläche überall mit Öl bedeckt ist. Dann klebt später nichts fest und du bekommst den Teig nach der Ruhephase ganz easy wieder raus. Anschließend einfach mit einem Tuch oder Frischhaltefolie bedecken. Nach der Ruhephase sollte sich das Volumen verdoppelt haben. In warmen Ländern wie Mexiko, klar, da lässt man einfach den Teig bei Raumtemperatur stehen, weil es da schön warm ist. Aber wenn es im Winter bei dir in der Küche eher kühl ist, dann dauert es einfach deutlich länger. Es gibt aber ein paar Tricks. Manche stellen den Teig auf die Heizung, kann funktionieren, aber meiner Meinung nach verteilt sich die Wärme da nicht gleichmäßig. Was ich super gerne mache, ist den Backofen als Gärkammer nutzen. Dafür sollte die Temperatur ungefähr zwischen 25 und 30 Grad liegen. Perfekt, damit es eine kleine Beauty-Pause bekommt. Stell den Ofen auf die niedrigste Temperatur, bei mir sind das 50 Grad. Heiz ihn knapp unter einer Minute vor und schalt ihn dann sofort wieder aus. Bei meinem Ofen landet man damit ziemlich genau im Wohlfühlbereich für den Teig. Kann aber natürlich je nach Modell leicht unterschiedlich sein. Aber Achtung, Temperaturen über 38 Grad solltest du vermeiden. Ab da fühlt sich Hefe nicht mehr wohl und verliert Triebkraft. Wir wollen nämlich fluffiges Brot. Die Länge der Ruhephase hängt stark vom Klima und der Temperatur ab. Bei ungefähr 25 bis 28 Grad bist du meistens irgendwo zwischen 45 Minuten und 1 Stunde, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Aber das ist natürlich kein fester Wert. Bei dir kann es genauso passen, bei jemand anderem vielleicht schneller oder langsamer. Also lieber den Teig beobachten und auf die Volumenänderung achten. Du merkst, dass es soweit ist, wenn du leicht in den Teig drückst und die Delle nicht direkt zurückspringt, sondern sich langsam wieder rausdrückt. Danach bestäubst du die Arbeitsfläche mit etwas Mehl und gibst den Teig vorsichtig drauf. Du musst jetzt kurz die Luft rausdrücken, aber bitte mach nicht den Fehler und knetest den Teig wieder richtig durch. Wir haben uns gerade so viel Mühe gegeben, dass der Teig schön locker wird und wenn du jetzt einfach ballerst, zerstörst du dir das ganze Blasennetz im Teig. Dann wird es am Ende eher kompakt statt fluffig. Für mittelgroße Sandwiches teile ich den Teig normalerweise in 6 gleichgroße Stücke, aber für richtig große Monster-Sandwiches in 4 Kugeln. Heute will ich beides, also halbiere ich den Teig. Die eine Hälfte teile ich in 3 Stücke für normale Sandwiches und die andere halbiere ich für die Monsterteile.
Danach formst du jede Portion zu einer Kugel und lässt sie abgedeckt 15 Minuten entspannen. Das ist wichtig, damit sich die Teleras später viel leichter formen lassen und der Teig nicht die ganze Zeit wieder zurückzieht. Anschließend formst du die typische Form für das weltbeste Sandwichbrot, ein leichtes Oval. Auch hier gilt, mach die Teiglinge nicht einfach platt, sonst kann das Blasennetz wieder kaputt gehen. Rolle die Kugeln lieber erst ganz leicht zu einer Rolle. Dann formst du das Oval, indem du mit den Handkanten Druck ausübst, sodass in der Mitte ein kleiner Teigbauch entsteht und die Ränder dünner bleiben. Um die typischen Rillen zu formen, habe ich hier einen etwas dickeren, leicht bemehlten Stock, aber ein fester Strohhalm oder ein Essstäbchen gingen auch. Du müsstest damit nach den Eindrücken einfach noch etwas rollen, damit die Rille breiter wird. Jetzt drückst du 2 längliche Rillen ein, jeweils ungefähr bei 1/3 der Breite. Und dabei nicht schüchtern sein. Die Rillen dürfen ruhig tief sein, solange du nicht ganz durchdrückst oder durchschneidest. Dann legst du die geformten Teleras auf dem Backblech mit Backpapier, bedeckst sie mit einem Tuch und lässt sie nochmal ruhen wie zuvor im etwa auf 25 bis 28 Grad. Beim zweiten Mal brauchst du aber keine 70 Sekunden den Ofen vorzuheizen, weil der schon ein bisschen warm ist. Es reichen locker 20 Sekunden. Diese zweite Ruhephase ist ungefähr halb so lang wie die erste, also bei mir jetzt 30 Minuten. Danach holst du das Blech wieder raus und heizt den Ofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor. Vor dem Backen besprühst du oder bepinselst du die Teleras mit etwas Wasser. So bekommst du diese perfekte, leicht glänzende Kruste. Dann ab in den Ofen für etwa 20 Minuten, aber sofort nachdem du das Blech reinschiebst, dreh die Hitze auf 200 Grad runter. Zur Halbzeit duftet deine Küche schön nach frischem Brot. Aber jetzt musst du die Ofentür kurz öffnen, damit der Dampf entweichen kann. Wir haben die Teleras abgepinselt, weil der Dampf gut für den Ofentrieb ist und für ein gleichmäßiges Garen sorgt. Aber wenn du den Dampf nicht ablassen würdest, dann würden die Teleras trotz Abpinseln eher heller werden. Und wir wollen natürlich, dass sie schön goldbraun sind. Teleras sind das ultimative Sandwichbrot. Außen leicht knusprig, innen weich und perfekt, um all die Soßen und den Saft der verrücktesten Zutaten aufzusaugen, ohne dabei auseinanderzufallen. Aber jetzt, dass du Teleras drauf hast, ist das Video auf der rechten Seite genau das Richtige für dich jetzt.